Kennt ihr das? Ihr habt die ganze Zeit ein bestimmtes Spiel nicht gespielt, weil ihr dachtet, das ist nichts für euch. Und dann nach zahlreichen Empfehlungen und Sales gebt ihr ihm irgendwann dann widerwillig doch eine Chance und merkt auf einmal, dieses Spiel ist so gut, wie konnte das bisher an mir vorbeigehen? So geht's mir mit Kingdom Come Deliverance. Und allem Anschein nach nicht nur mir, denn seit der gefeierten Ankündigung des im Frühjahr 2025 erscheinenden zweiten Teils sprossen die Twitch-Streams von Teil 1 nur so aus dem Boden. Der perfekte Moment eben, um sich das Ganze doch mal anzuschauen, und das gleich aus mehreren Gründen. Alle, mit denen ich seither über das Spiel gesprochen habe, sind hellauf begeistert. Und alle, die es mir schon seit Jahren empfohlen haben, Grüße an meinen Twitch-Chat, gucken mich nur mit einem Gesichtsausdruck an, der sich am besten mit den Worten „Ich hab's dir doch gesagt!" beschreiben lässt. Aber war ich zum Release einfach nur blind? Kann man so auch nicht sagen, denn auf Metacritic verspricht KCD mit einer 76 zwar eine grundsolide Spielerfahrung, aber jetzt keinen absoluten Must-Play-Titel. Kollege Dimmi lag mit seiner 82 im GameStar-Test schon etwas über dem Schnitt und hat nach den anfänglichen Verbesserungen und Bugfixes sogar nochmal auf eine 85 erhöht und, oh Gott, er gibt mir gerade den Blick, oder? Naja, jedenfalls lief der Release von Kingdom Come Deliverance vielleicht auch deshalb ein wenig unter dem Radar, weil es zum Start mit so vielen technischen Problemen zu kämpfen hatte. Dazu kommt, dass das Spiel mit den insgesamt 4 DLC-Packs auch nochmal teils cool, teils sogar sehr, sehr cool erweitert wurde. Und das meine ich damit, wenn ich sage, dass die Ankündigung von Teil 2 nicht der einzige Grund ist, warum jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen ist, Teil 1 nachzuholen. Das Spiel ist komplett fertig, so gut wie nie, und bekommt regelmäßig heftige Rabatte. Ich meine, bis Dienstag könnt ihr es euch bei GOG noch für gerade einmal 3 Euro holen. Kingdom Come Deliverance ist für mich eins der besten Spiele, das ich in den letzten Jahren gespielt habe. Und in diesem Video will ich ein wenig darauf eingehen, was die Mittelalter-Simulation eigentlich so gut macht. Wenn ihr also bereits Kingdom Come-Fans seid, dann dürft ihr euren suffisanten Blick jetzt absetzen und meinen kleinen Liebesbrief genießen. Und wenn ihr KCD noch nicht gespielt habt, dann lasst mich euch 5 Argumente liefern, warum es sich vielleicht doch noch lohnen könnte. Aber vorher noch ein kurzes Wort zu unserem heutigen Sponsor, einem Spiel, von dem ich von Anfang an wusste, dass ich es spielen werde. Dieses Video wird euch präsentiert von Blizzard Entertainment. Vessel of Hatred ist die erste Erweiterung für Diablo 4. Entdeckt tief im Dschungel von Nahantu die neue Klasse der Geistgeborenen. Unterstützt durch 4 Geisterwächter, Jaguar, Gorilla, Adler und Tausendfüßler, sind sie geschickte Kämpfer mit Glaive oder Kampfstab. Nahantu, die neue Dschungelregion in Diablo 4, steckt voller Geheimnisse, gefährlicher neuer Dungeons, Festungen und kriegerischer Dämonen. Ihr könnt dieses neue Abenteuer nicht nur alleine oder online mit euren Freunden, sondern auch gemütlich im Couchkorb zu Hause mit bis zu 2 Spielern bezwingen. Diablo 4 Vessel of Hatred erscheint am 8. Oktober für PlayStation 4, 5, Xbox One, Series S und X und für den PC. Weitere Infos erhaltet ihr in der Beschreibung dieses Videos. Ich erinnere mich noch an ein Gespräch mit Mittelalter-Ikone Maurice Weber rund um den Kingdom Come Release 2018. Ich habe ihn gefragt, ob er schon gespielt hat, und Maurice meinte nur, ich mag keine Spiele, die sich wie Arbeit anfühlen. Und das scheint mir ein weit verbreiteter Trugschluss über das Spiel zu sein, den ich damals auch gezogen hatte. Kingdom Come wirkt auf den ersten Blick ein wenig wie eine Mittelalter-Simulation mit Survival-Elementen, wie ein Medieval Dynasty. Beim ersten Spielen war ich dann richtig überrascht, wie viel Fokus das Spiel auf Storytelling setzt. Gerade in den ersten Spielstunden wird nicht mit Cutscenes gespart, die persönliche Geschichte packt einen direkt, Figuren haben spürbar Charakter und wachsen einem direkt ans Herz, und die düstere Mittelalter-Atmosphäre kommt dank des stimmungsvollen Soundtracks der Komponisten Jan Walter und Adam Sporker perfekt zur Geltung. Mein fleißiger Gatte, wie kommst du voran? Gut. Ich sollte es heute fertig kriegen. Und der Eindruck zog sich durch mein gesamtes Playthrough. Kingdom Come ist in erster Linie ein Story-Rollenspiel. Es ist auch eine Mittelalter-Sandbox mit leichten Survival-Mechaniken wie Essen, Trinken und Schlafen, aber die meiste Zeit über ist die Geschichte der Hauptmotor unseres Handelns.
Und hier geht Kingdom Come sogar weiter, als es sich die meisten Open-World-Geschichten trauen. Ich beschwere mich ja oft drüber, dass es kaum ein aktuelles Spiel schafft, mich mal so richtig zu überraschen. Bei Kingdom Come gibt es mehrere solcher Wow-Momente. In einer Mission sitze ich über Tage an einem gewissen Ort fest, bis ich etwas Bestimmtes erledigt habe. Ihr wisst schon welche. Diese Mission hat vom Vibe schon ein wenig an Tranquility Lane aus Fallout 3 erinnert, das in vielen Top-Listen als einer der großartigsten Gaming-Momente überhaupt gefeiert wird. Like, wer es noch kennt. Und das Tolle, wie schon Witcher 3 schafft es auch Kingdom Come, dass sogar der Großteil der Nebenaufgaben interessante Geschichten erzählt und dass sie sich wie eine sinnvolle Ergänzung zur Hauptgeschichte anfühlen, die man erleben möchte, nicht wie ein Abarbeiten von Questmarkern, um irgendwelche Fortschrittsbalken zu füllen, wie in manch anderen Spielen. Eine gute Story in einer Sandbox-Simulation. Zwei Aspekte, die in den meisten Spielen eher gegensätzlich funktionieren. Nehmen wir als Beispiel mal das gute alte Skyrim, ein Meilenstein des systemischen Open-World-Designs. Bis heute gibt es wenige Spiele, die so sehr zum Erkunden der Spielwelt einladen. An jeder Ecke wartet ein neues Abenteuer und oft erzählt die responsive Spielwelt ganz ungeskriptet ihre eigenen Geschichten. Skyrim ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Sandkasten, in dem wir uns unser eigenes persönliches Abenteuer aus den vielen in der Spielwelt verstreuten Sandkörnern formen. Doch die wenigsten werden wohl behaupten, dass die Hauptgeschichte des Spiels der ausschlaggebende Motor hinter diesem Abenteuer war. Ich zum Beispiel habe das Ende dieser Geschichte nie gesehen, obwohl ich knapp 200 Stunden in Himmelsrand verbracht habe. Kingdom Come simuliert seine Spielwelt auf ganz ähnliche Weise. NPCs haben feste Tagesabläufe, Schlaf- und Arbeitsplätze und wenn wir sie in einer Quest an einem bestimmten Ort treffen sollen, dann können wir sie theoretisch auch den ganzen Weg dorthin begleiten, weil sie nicht einfach despawnen und dann wieder auftauchen wie in anderen Spielen. Solche Details lassen die Spielwelten von Skyrim und Kingdom Come glaubwürdig erscheinen, auch wenn wohl kaum jemand mal wirklich den gesamten Weg neben so einem Quest-NPC hergetrottet ist. Kingdom Come bettet die Haupthandlung aber deutlich besser in diese Weltsimulation ein als Skyrim. Und dafür ist ein ganz bestimmter Aspekt aus meiner Sicht ganz entscheidend. So gerne wir auch durch die Welt von Skyrim laufen, die meisten von uns werden das in jedem Bereich der Karte nur ein einziges Mal tun. Denn sobald wir einen Ort besucht haben, können wir mit einem Klick wieder dorthin reisen. Nicht an einen nahegelegenen Wegpunkt, nicht mit begrenzten Teleportsteinen, sondern direkt zum Ort und so oft wir wollen. Damit hat Skyrim eins der wohl komfortabelsten Reisesysteme aller Open-World-Spiele, wenn wir uns nicht gerade in Gegnernähe befinden wie Peter Baelish in Game of Thrones. Das spart Zeit und wird daher viele Spieler erfreuen, aber es hat auch eine Kehrseite. Denn bei mir endet jeder Skyrim-Playthrough damit, dass ich wie ein Verrückter von der einen Seite zur anderen quer über die Map springe und dabei verliere ich jegliches Gefühl für die Wege dazwischen. Es fühlt sich für mich nicht mehr nach einer zusammenhängenden Spielwelt an, sondern nach einer Ansammlung von Einzelorten, zwischen denen ich hin und her springe. Und klar, man kann sich auch bewusst dagegen entscheiden und die Schnellreise nur eingeschränkt nutzen, doch als alter MMO-Spieler neige ich dazu, die Möglichkeiten, die mir das Spiel gibt, um effizient zu sein, auch voll auszunutzen, ob das meinem eigenen Spielspaß zuträglich ist oder nicht. Kingdom Come wählt für die Schnellreise eine sehr interessante Alternative. Wir können zwar recht uneingeschränkt zwischen den Dörfern und bestimmten Hubs hin und her reisen, jedoch springen wir nicht einfach, sondern unsere Reise wird vom Spiel simuliert. Das bedeutet einmal, dass wir jederzeit während der Reise auf bestimmte Zufallsereignisse in der Welt stoßen können, die die Reise dann unterbrechen und meistens damit enden, dass uns 18 Banditen in den Staub kloppen. Aber es bedeutet auch, dass Zeit vergeht. Und Zeit ist in Kingdom Come ein wertvolles Gut. Nicht nur, weil wir nach und nach mehr Hunger bekommen und am Ende der Reise vermutlich erstmal schlafen müssen, sondern auch, weil viele Quests auch ohne unser Zutun mit der Zeit voranschreiten. Brauchen wir zu lange, kann es sein, dass eine bestimmte Gelegenheit nicht mehr verfügbar ist und wir einen anderen Lösungsweg finden müssen. Tatsächlich sind diese Konsequenzen nur in den wenigsten dieser Quests wirklich weltbewegend, aber es schafft ein Gefühl von Dringlichkeit, das mich das Spiel anders spielen lässt.
Ob ich die Schnellreise nutze oder nicht, in Kingdom Come plane ich jede Route sorgfältig auf der Karte und schaue, dass ich möglichst viele nahegelegene Orte gleich mit abgrase, wenn ich schon in der Gegend unterwegs bin. Selbst beim Schnellreisen mache ich mir über den bereisten Weg Gedanken und verinnerliche den örtlichen Zusammenhang der einzelnen Locations. Im Grunde mache ich es genauso, wie es ein Ritter im Mittelalter wohl auch gemacht hätte, wenn er sich auf Reisen begibt. Für mich schafft Kingdom Come hier einen perfekten Mittelweg und bietet komfortable, zeitsparende Reiseoptionen, ohne dass das Gefühl für die zusammenhängende Spielwelt darunter leidet. Wenn jemand also wie eingangs erwähnt sagt, Kingdom Come fühle sich wie Arbeit an, dann hat er gewissermaßen sogar recht. Aber eben nicht auf die grindige, Checklisten abarbeitende, balkenfüllende Art, sondern auf die gute Art, in der auch mundanen Aufgaben eine Art Gewichtigkeit innewohnt. Sei es das Brauen von Tränken, bei dem wir vorher im Rezeptbuch nachschauen und dann jeden einzelnen Schritt haargenau manuell ausführen müssen, das Schleifen unseres Schwertes, bei dem wir genau auf die visuellen Hinweise des Spiels achten müssen, um es nicht noch stumpfer zu machen, oder eben das einfache Zuhören in Gesprächen, damit wir uns später nicht verplappern. Kingdom Come nimmt uns als Spieler ernst und will im Gegenzug auch von uns ernst genommen werden. Es gibt für die wenigsten Dinge einen Shortcut, aber oft sind dafür der Weg oder auch die Planung das Ziel. Greifen wir ein feindliches Lager an und werden von 5 Gegnern überrannt, dann sollten wir die Beine in die Hand nehmen und rennen. Logisch, kein Ritter in egal wie stählerner Rüstung würde es mit 5 Feinden gleichzeitig aufnehmen, wenn ihm sein Leben lieb ist. Warum kommen wir also nicht nachts wieder, wenn die Truppe schläft und schlitzen ihnen die Kehlen durch? Oder wir versüßen ihren Mittagseintopf mit einem Fliegenpilz, während sie auf der Jagd sind und warten, bis sich das Problem von selbst erledigt. Kingdom Come ist voll mit diesen Momenten, in denen wir scheitern, einen alternativen Weg suchen und dadurch die viel spannendere Geschichte erleben. Das ist auch der Grund, warum mich die fehlende Quick-Save-Option gar nicht gestört hat, weil sie mich dazu zwingt, mit meinen Fehltritten zu leben und kreative neue Lösungen zu finden. Etwas, das ich in der heutigen Spielelandschaft schon beinahe verlernt hätte, so schwer wie mir das anfangs fiel. Achso, und ich will hier wirklich nichts spoilern, aber wenn euch im Laufe eures Abenteuers ein etwas zwielichtiger Pfarrer auf einen Drink einlädt, dann nehmt verdammt nochmal an! Dankt mir später. Bei all der Lobhudelei muss man natürlich ganz klar eingestehen, dass Kingdom Come bei weitem kein perfektes Spiel ist. Es hat Ecken und Kanten und Wonkiness ohne Ende, aber genau darin liegt irgendwie die große Stärke. Bei all seinen Unzulänglichkeiten hat mich dieses Spiel mal wieder etwas fühlen lassen. Es hat mich vollkommen eingesogen mit seiner immersiven Spielwelt. Ich habe angefangen als unbedeutender Schmiedesohn, der gerade mal so ein Schwert halten konnte, und am Ende war ich ein strahlender Ritter, der jeden im Zweikampf verputzt hat. Und ein Großteil davon ist meinem spielerischen Fortschritt zu verdanken, nicht irgendwelchen gesteigerten Attributen. Ich habe die Welt kennen und meistern gelernt, aber nicht wie in einem Souls-Game durch das Studieren von Angriffsmustern und Gegnerzaubern, sondern weil ich zugehört, beobachtet und sehr oft gefailt habe und dabei immer etwas gelernt. Für Kingdom Come Deliverance 2 bleibt jetzt natürlich die große Frage, schafft es Warhorse dieses Mal schon direkt zum Release am 11. Februar 2025 eine größtenteils bugfreie und befriedigende Spielerfahrung abzuliefern? Oder wartet man lieber auf die vollständige und komplett optimierte finale Fassung? Ich bin da noch unentschlossen, doch angesichts der Tatsache, dass an Teil 2 nun hunderte Menschen statt nur einer Handvoll arbeiten, darf man vielleicht vorsichtig optimistisch sein. Ich will jedenfalls nicht mehr allzu lange warten, bis ich mit Heinrich wieder durch das mittelalterliche Böhmen streife. Wenn euch diese Art Video gefallen hat, dann empfehle ich euch wärmstens mein Analysevideo zu Red Dead Redemption 2. Das Spiel ist Kingdom Come ja in Sachen absichtlicher Beschwerlichkeit gar nicht mal so unähnlich, und das habe ich in diesem Video auch nochmal genauer unter die Lupe genommen. Klickt dafür gerne hier. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was euch an Kingdom Come so fasziniert hat und was ihr euch für den zweiten Teil an Verbesserungen wünscht. Und damit sage ich, danke fürs Zuschauen, euer Jules.